Ich bin Werner Witschi, seit 3,5 Jahren im Rollstuhl. Ich habe einen kurzen Moment nicht aufgepasst und ist zu einem Arbeitsunfall gekommen. In Seewen wird in 6 Gruppen, Schulen, das heisst, ich werde einen Vortrag haben, wenn ich angefragt werde, ob ich von meinem Unfall erzählen oder von meinem zweiten Leben oder von Sicherheitsmassnahmen. Generell dann würde ich das sehr gerne wahrnehmen. So bin ich am 4. Juni 2013 zu 10 auf der Intensivstation verwacht. Mit diesem Röntgenbild. In der ersten Notoperation haben sie mir den Rücken auf einmal stabilisiert. Also oberhalb und unterhalb von diesen Wirbeln haben sie Schrauben gesetzt, mit Bolzen verbunden, dass es stabil war. Ich habe die Schrauben herumgegeben, dann haben sie die Schrauben. Jetzt seht ihr mal, wie das so aussieht. Und weil ich einer der wenigen bin, scheinbar, wo eben die Knochen nicht normal zusammenwachsen, haben wir bei mir den Wirbel, der kaputt war, eben müssen rausnehmen und ersetzen. Schauen wir mal das Dach an hier. Ich habe ja eben in meinem, wenn ich sagen, vorherigen Leben habe ich PV-Anlagen geplant und gebaut. Das heisst, ich war immer gerne im Büro und habe meine Kopfarbeit gemacht, aber ich war auch gerne draußen. Was ist echt hier passiert? Durchbruch. Durchbruch? Wer ist schon auf solchen Dächern herumgelaufen? Es ist Punktgewöhnliches Wellenplattendach, wo jeder, Ja. wo jeder von uns drüber läuft. Gell? Und jeder weiss wie. Und jeder weiss, sagt, es wird nicht passieren. Und hier zu Rapp waren 5,60 Meter. Die Hälfte der tödlichen Unfälle sind weniger als 5 Meter. Also es braucht nicht viel. Und da sind eben manchmal halt, die berühmten 15 Minuten am falschen Ort gespart. Was müsste man machen? Auch das Wichtigste, die 9 lebenswichtigen Regeln auf dem Dach oben, die kennen ihr alle zusammen. Für die sie gerade nicht mehr so präsent hätten, würden sie hier aufliegen. Können sie gerne mitnehmen. Die Zukunft, wenn ich meine jetzt anschaue, dann ist das hier ein Teil der Zukunft. Ich bin so per Zufall an der ETH in ein Projekt hineingerutscht, wo sie Exoskelette entwickeln und erforschen. Ein Exoskelett ist etwas, das mir ermöglicht, das kann ich anlegen und mit dem kann ich wieder aufstehen. Und seit ich das kann, weiss ich, wie schön das ist, wenn man einfach so stehen kann. Das kann man erst dann urteilen, wenn man mal nicht mehr stehen konnte oder rumlaufen. Achtung, komm! Jetzt hast du dich das gewünscht und jetzt hast du es. Jetzt stehen wir wieder hier. Bravo. Ja. Plötzlich steht die Jarka neben mir zu suchen. Etwas, was ich natürlich seit mehr als 3 Jahren so nicht mehr erlebt habe, dass ich die Jarka in den Arm nehmen konnte, wie früher, als ich noch gestanden bin. Oh, und wenn ich eins daheim habe, dann können wir das sowieso häufiger machen. Wieder.